Servus, ich zeige euch heute, wie man die Discmaster Pro 5001 vom Ziegler einstellt. Fangen wir hinten mit der Tiefenführung an. Wir fahren aufs Feld und stellen die gewünschte Arbeitstiefe ein. Danach legen wir die Begrenzungsclips in die hydraulische Tiefenführung ein und fahren ganz auf Anschlag. So haben wir die Arbeitstiefe eingestellt. Wenn wir das soweit gemacht haben, gehen wir vorne an die Tasträder. Bei dieser Version sind die Tasträder hydraulisch gesteuert. Gibt es auch manuell gesteuert mit einer Spindel. Wir stellen die Tasträder so ein, dass sie ganz knapp den Boden berühren. Das hilft uns dabei, dass sich die Maschine während des Arbeitens nicht aufschaukelt. Danach haben wir hier die Messerwalze verbaut bei der Maschine. Die Messerwalze stellen wir so ein, dass sie maximal 1 bis 2 cm im Boden ist, weil es sonst einfach viel zu viel Kraft braucht und nichts mehr bringt beim Schneiden. Wenn wir dann fahren und stellen fest beim Arbeiten, gibt es im Anschluss eine Mulde oder einen Damm, können wir hier noch die Randscheibe im Winkel verstellen. Das wird mit 2 Schrauben gemacht. Die Schrauben lösen, die Randscheibe etwas nach oben oder nach unten stellen und wieder festziehen. Wenn wir das alles gemacht haben, wird die Maschine ein super Arbeitsbild bringen.